Hallo und herzlich willkommen! In diesem Video bastle ich mir ein 50 cm hohes Aquariumregal für ein 54 Liter Aquarium in der Größe 60 x 30 x 30 cm. Es ist für mein neues Garnelen-Aquarium gedacht, das ich mir habe zuschicken lassen. Das Video, wie ich es auspacke, verlinke ich jetzt rechts oben in der Ecke. Was man auf jeden Fall braucht, ist das Holz. Ich habe dazu 5 Dachlatten genommen und dann noch 2 Regalbretter aus Fichtenholz, die so groß sind wie die Grundfläche des Aquariums. Wie viel Holz man braucht, hängt davon ab, wie hoch und breit das Regal werden soll und wie viel Gewicht es tragen muss. Davon hängt dann die Stärke der Latten ab und die der verwendeten Schrauben. Ich mache hier keine Angaben dazu, was ich verwendet habe, denn ich bin kein Statiker. Informiert euch vor dem Bau genau, was ihr für euer Projekt benötigt. Ich zeige jetzt hier nur das Prinzip. Um das Holz zurechtzusägen, braucht man eine Säge. Am besten, man lässt es sich gleich im Baumarkt zusägen, dann sind die Kanten auf jeden Fall gerade und die Hölzer, die gleich lang sein sollen, sind auch wirklich gleich lang. Ich habe eine Kreissäge benutzt, man kann aber auch eine Stichsäge oder eine Handsäge nehmen. Als Handsäge empfehle ich eine Japansäge. Ein weiteres Werkzeug, das auf jeden Fall gebraucht wird, ist eine Bohrmaschine. Nützlich ist aber auch ein Akkuschrauber, man kann aber auch einen Handschraubendreher benutzen oder Bits für die Bohrmaschine nehmen. Das Hin- und Herwechseln zwischen Bits und Bohrer ist aber sehr lästig, deshalb habe ich einen Akkuschrauber benutzt. Weiter braucht man ein Maßband, Schrauben in der richtigen Länge und Stärke, eine Wasserwaage und eventuell eine Feile, um die Schnittkanten glatt zu feilen. Wenn man möchte, kann man das Holz zusätzlich zum Verschrauben auch noch verleimen. Ich würde dann aber einen wasserfesten Leim nehmen, falls mal Wasser aus dem Aquarium ausläuft. Die zusätzliche Verleimung vermindert dann die Scherkräfte. Nützliche Werkzeuge sind wie gesagt der Akkuschrauber, Klemmen, die das jeweilige Werkstück halten können, während man bohrt oder schraubt, und eine Winkelklemme, die dabei hilft, die Latten im rechten Winkel zusammenzuschrauben. Und ganz toll finde ich dieses amerikanische Zimmermannsdreieck, das ich gleich noch genauer vorstelle. Das ist eigentlich schon alles. Wie gesagt, das und das kann man zur Not weglassen. Man braucht eigentlich nur eine Säge und eine Bohrmaschine. Und wenn man sich das Holz im Baumarkt zuschneiden lässt, braucht man nicht mal eine Säge. Wozu kann man jetzt dieses Zimmermannsdreieck benutzen? Es hat hier einen Anschlag und hier einen rechten Winkel. Man kann es dann so ans Holz anlegen und kann dann damit einen geraden Strich genau im rechten Winkel anzeichnen, an dem man dann entlang sägen kann. Man misst sich dann also aus, wie lang das Stück werden soll, das man abschneiden will, markiert sich das am Holz, legt das Dreieck an und zieht den Strich. Das Gute ist, dass man die Säge am Dreieck anlegen kann, was auch dabei hilft, gerade zu sägen. Bei der Handsäge lässt man gerade so viel Platz, dass man den Strich noch sieht. Bei der Stichsäge hält man etwas Abstand, sodass das Sägeblatt an der Markierung liegt, und bei der Kreissäge geht man mit dem Dreieck noch etwas weiter weg. Man kann dann die Säge beim Sägen am Dreieck entlang ziehen und macht so einen geraden Schnitt, weil man nicht mehr verrutschen kann. Außerdem kann man mit dem Dreieck auch horizontal eine gerade Linie ziehen. Im Abstand von einem halben Zentimeter sind Kerben an der Seite, in die man den Bleistift drücken kann. Verschiebt man dann das Dreieck nach links oder rechts, erhält man eine gerade Linie im gewünschten Abstand. Da es sich wie gesagt um ein amerikanisches Werkzeug handelt, muss man beim Kauf darauf achten, dass man ein metrisches Dreieck auswählt, also mit Zentimetern und nicht mit Inch. Das Zimmermannsdreieck und alle anderen Werkzeuge, die ich benutzt habe, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. An Holz brauche ich für dieses Regal 2 Bretter, die so groß sind wie die Grundfläche des Aquariums. Also in meinem Fall 30 x 60 cm. Dann brauche ich 4 Latten, die so lang sind, wie das Regal nachher hoch werden soll. In meinem Fall also 50 cm. Für die Rahmen, auf denen nachher die Regalbretter aufliegen, brauche ich 4 Latten, die so lang sind, wie das Aquarium breit ist. In meinem Fall also 60 cm. Dann brauche ich noch 8 kürzere Latten, die so lang sind, dass sich mit den vorher gezeigten Latten die Breite des Aquariums ergibt. In meinem Fall muss man so auf 30 cm kommen. So entstehen später 2 Rahmen, auf denen die Regalböden liegen und die die ganze Konstruktion zusammenhalten. Zum Schluss brauche ich noch 8 Latten, die als Abstandshalter zwischen den Rahmen dienen und auf denen nachher das ganze Gewicht des Aquariums liegt.
Wenn wir uns die linke und die rechte Latte als Rahmen vorstellen, dann müssen die Abstandshalter so lang sein, dass sie mit dem Rahmen zusammen die Höhe des gesamten Regals ergeben. Zum Schluss sieht das dann so aus, aber das zeige ich später noch einmal im fertigen Zustand und dann kann man es sich besser vorstellen. Als erstes baue ich die Rahmen, wofür ich die Verbindungen zwischen den Latten verschraube. Damit der Rahmen nicht in sich wackeln kann, nehme ich dafür 2 Schrauben und die Verbindungen werden noch mit wasserfestem Holzleim verklebt. Die Innenhölzer schraube ich dann mit 4 Schrauben vorne und 2 Schrauben an der Seite an den Rahmen und klebe die Verbindungen auch mit Holzleim, damit die Stützen nachher nicht so hin und her wackeln können. Wichtig ist, dass alle Latten im rechten Winkel zusammengeschraubt werden und hier bewährt sich zur Überprüfung wieder das Zimmermannsdreieck. Beim Verschrauben nutze ich die Winkelklemme, in die die beiden zu verschraubenden Latten eingeklemmt werden. Der Winkel ist hier 90 Grad, aber bevor ich die Schrauben eindrehe, trage ich noch Leim auf die Verbindung auf. Ich bohre dann mit der Bohrmaschine vor, damit das Holz nicht splittert und drehe die Schrauben dann mit dem Akkuschrauber ein. So ist dann die erste Verbindung im rechten Winkel verleimt und verschraubt und das mache ich jetzt mit allen 4 Ecken des Rahmens. Der erste Rahmen ist jetzt zusammengeschraubt. Nun überprüfe ich, ob er plan auf dem Tisch aufliegt und schaue nach, ob die Hölzer eventuell verzogen sind. Das ist sehr wichtig, damit das Regal nachher nicht wackelt und das Aquarium gerade darauf steht. Dann überprüfe ich noch einmal, ob alles im rechten Winkel ist. Diesen Rahmen lege ich jetzt zur Seite, lasse den Leim trocknen, schraube den nächsten Rahmen zusammen und zum Schluss kommen noch diese Querstreben hinein, die den Rahmen besser zusammenhalten und verhindern, dass sich das Regalbrett nach unten verbiegen kann. Das meiste Gewicht wird nachher aber auf den 4 Eckpfeilern liegen. Die beiden Rahmen sind fertig und jetzt müssen die 4 Stützen am unteren Rahmen angebracht werden. Dafür trage ich erst den Leim auf und befestige die Stütze mit einer Klemme am Rahmen, damit ich später in Ruhe bohren kann, ohne dass die Stütze verrutscht. Vor dem Bohren überprüfe ich noch einmal mit der Wasserwaage, ob die Stütze auch gerade steht. Dafür muss natürlich die Werkbank, auf der gebaut wird, auch im Wasser sein. Dann kann gebohrt und geschraubt werden. Die Stützen sind jetzt mit 4 Schrauben vorne und 2 an der Seite an den Rahmen angebracht. Das sieht jetzt im Weitwinkel etwas verzerrt aus, aber ich habe alles mit der Wasserwaage überprüft und alle Stützen sind gerade. Von der Seite sieht das so aus und jetzt kann man schon mal das untere Regalbrett locker einlegen, um zu sehen, ob es passt. Wie man sieht, habe ich hier die Aussparung leider nicht sehr genau gesägt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Die Lücken werde ich später mit Sägespänen und Leim wieder ausfüllen und so wird man das nachher, wenn das Regal angestrichen ist, nicht mehr sehen. Als nächstes müssen jetzt die Abstandhalter an die Stützen geschraubt werden, auf denen später der zweite Rahmen liegt. Darauf wird dann das zweite Regalbrett gelegt und auch noch einmal verschraubt. So wie hier werden jeweils an alle 4 Stützen 2 Abstandshalter geschraubt und dann liegt der Rahmen an allen 4 Ecken auf den 2 Abstandshaltern auf, die das ganze Gewicht auf den unteren Rahmen leiten. So sieht jetzt das fertig verschraubte Regal dann aus. Die überstehende Stütze vorne links im Bild habe ich später noch abgefeilt, damit sie auf der gleichen Höhe wie der Rahmen liegt. Was man jetzt hier sehr schön sieht, ist, dass die Stützen jeweils mit 4 Schrauben oben am Rahmen verbunden sind und genauso noch einmal unten. Die Abstandshalter könnte man auch mit 4 Schrauben an den Stützen verbinden, aber das habe ich mir gespart, weil ich ja alles verklebt habe. Die 2 Schrauben habe ich etwas versetzt und so ist die ganze Konstruktion in sich sehr stabil und die Scherkräfte werden aufgefangen. Das ist sehr wichtig, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Regal unter dem Gewicht zur Seite wegkippt. Ja, so sieht das Regal jetzt fertig zusammengeschraubt und angestrichen aus. So kann ein 54 Liter Aquarium oben darauf stehen und unten ein 25 Liter Aquarium. Ich habe das Regal so niedrig gebaut, damit ich von meinem Esstisch aus noch über das neue Becken in mein Naturaquarium hineinschauen kann. Aber das seht ihr alles in einem meiner folgenden Videos. Beim nächsten Mal stelle ich dann mein neues Aquarium vor, das ich im letzten Video ausgepackt habe und vergleiche die Verarbeitung mit meinen anderen Becken. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Und falls dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich ganz besonders über einen Daumen nach oben. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass!